Hallo liebe Monkals, in diesem Video möchte ich euch die Synchronisationssoftware SyncThing genauer vorstellen. Im Gegensatz zu anderen Projekten wie zum Beispiel Nextcloud oder OwnCloud kommt SyncThing ganz ohne Server aus. Du kannst die Software einfach auf mehreren Computern oder Handys installieren und dann Daten miteinander synchronisieren. Auf syncthing.net findest du eine Übersicht der verfügbaren Clients. Dazu gehst du hier im Bereich Downloads und kannst dann hier die Links für die Android-Version, die es auch im F-Droid Store gibt, und auch für Windows, macOS und FreeBSD finden. Für Linux nutzen wir natürlich, wenn möglich, den Paketmanager der Distribution, in diesem Fall meine Linux-Distribution SpaceFun, die findet ihr auf spacefun.ch, die auf Debian basiert, und dazu geben wir hier im Terminal den Befehl sudo apt install syncthing ein. Wir brauchen natürlich noch ein zweites Gerät, mit dem wir Dateien synchronisieren können. Dazu habe ich hier mal einen weiteren Client vorbereitet mit ToGSwiss, unserer Linux-Distribution mit IceVM, Ice Window Manager, und auch hier können wir einfach SyncThing mit sudo apt install syncthing installieren. Das macht er jetzt hier im Hintergrund und hier auf der SpaceFun-Installation ist die Anwendung jetzt schon vorhanden. Ich finde sie dann hier im Bereich Internet über den Punkt Start SyncThing, damit starte ich den Client und hier finde ich dann die Web-Oberfläche. Ich starte den jetzt erstmal und erst dann kann ich die Web-Oberfläche auch benutzen. Wenn ich jetzt möchte, dass beim Anmelden dieser Dienst automatisch im Hintergrund gestartet wird, dann kann ich einfach die .desktop-Datei in meinen Autostart-Ordner kopieren. Wie das geht, zeige ich euch auch gerade noch. Dazu gebe ich ein Copy, User, Share Applications und dann gibt es da zwei, SyncThing, nämlich SyncThing UI und SyncThing Start. Ich nehme den Start.desktop und kopiere mir diese Datei einfach in mein .config Autostart-Verzeichnis. Dann wird das automatisch beim Anmelden an meinem Desktop gestartet. Wenn ihr IceVM verwendet, dann müsst ihr einfach den Befehl, den ihr hier findet, im exec-Bereich in der Datei, in die .icevm Startup Datei reinkopieren und da hinten dann noch ein Und-Zeichen hinten dran hängen. Dann habt ihr den Dienst automatisch beim Login an eurem Computer gestartet und erst danach könnt ihr diese Web-Oberfläche hier starten mit der SyncThing Web UI und seht dann hier den entsprechenden Übersichtsbereich. Hier gibt es erstmal als allererstes einen Default-Ordner. Mit jeder Installation wird ein Standardordner hier vorbereitet. Der ist immer der Ordner Sync in meinem Home-Verzeichnis. Und ihr seht jetzt hier, aktuell ist dieser Ordner noch nicht geteilt. Diese Web-Oberfläche hier, die läuft übrigens nur auf Localhost 127.0.0.1. Es kann also niemand von extern darauf zugreifen. Ihr könnt sie aber trotzdem hier noch in dem Bereich Aktionen erweitert auch noch schützen, wenn ihr das möchtet. Oder hier im Bereich Aktionen einstellen, könntet ihr beim Bereich GUI auch noch einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben. Wir machen das jetzt hier in dem Fall nicht, da wir ja nur lokal auf diese Web-Oberfläche zugreifen möchten. Dann haben wir hier eine sogenannte Client-Kennung. Jeder SyncThing-Client hat eine eigene Kennung. Das kann man hier einsehen über den Bereich eigene Kennung. Diese Kennung muss man an dem anderen Gerät eingeben. Also alle Geräte, die man synchronisieren möchte, müssen diese Kennung auch haben. Die könnt ihr hier einmal kopieren, per E-Mail teilen oder ihr könnt auch diesen QR-Code einfach abscannen, zum Beispiel wenn ihr ein Handy synchronisieren wollt. Wenn ihr das Synchronisieren zum Beispiel aus dem Internet mit euren lokalen Rechnern im LAN machen möchtet, dann müsst ihr natürlich sicherstellen, dass ihr mit einem VPN mit eurem Netzwerk verbunden seid. Wie das geht, habe ich bereits in einem anderen Video zum Thema OpenVPN genau erklärt. Also ihr müsstet dann ein OpenVPN zu eurem Netzwerk aufbauen und dann könnt ihr auch von unterwegs Daten mit euren lokalen PCs synchronisieren. Das ist wirklich eine ganz feine Sache.
Ich habe jetzt hier also zwei Geräte, also das ist mein SpaceFun Gerät und hier ist mein TuxWiz Gerät. Auf dem TuxWiz Gerät öffnen wir hier auch nochmal die GUI. Und da sieht das Ganze dann, nachdem ich den Dienst gestartet habe natürlich, den habe ich hier noch nicht gestartet, dann kann ich nochmal neu laden und dann sieht das Ganze dann hier sehr ähnlich aus. Der hat natürlich hier eine ganz andere Kennung, der heißt Linux, das andere Gerät mit SpaceFun heißt Starship und der hat hier eine entsprechende Nummer. Ich habe jetzt diese IDs auch schon mal hier rüber kopiert und kann die jetzt hier im Bereich externe Geräte einfach hinzufügen. Ich habe mir dazu hier eine Datei mit diesem Inhalt, also dieser Geräte-ID von dem jeweiligen Gerät erstellt. Und die kopiere ich mir jetzt mal und sage hier Gerät hinzufügen. So, sage jetzt hier Gerät hinzufügen und kann hier auch nochmal den Namen vergeben, Starship. Dann weiß ich ganz genau, das ist dieses Gerät. Hier könnte ich jetzt noch einige Optionen vornehmen, zum Beispiel, ob der Default-Ordner hier standardmäßig geteilt werden soll oder nicht. Ich sage jetzt mal Speichern. Und jetzt hier sehe ich jetzt schon dieses Gerät Starship. Und jetzt auf der anderen Seite müsste ich jetzt eben auch noch das Gerät, nämlich den Client Linux, entsprechend hier hinzufügen. Dafür gehe ich jetzt hier auch mal in diese Datei, die ich mir vorher rüber kopiert habe, nämlich die Linux-Datei, und kopiere mir die ID von meinem anderen Computer auch eben hier rein und sage Gerät hinzufügen. Sag hier die Gerätekennung, sag einen Gerätenamen Linux, sag hier im Teilen, Default-Ordner und sag Speichern. Und jetzt haben wir hier schon ein externes Gerät, nämlich das Gerät Linux von dem Gerät Starship und hier den Default-Ordner, der hier jetzt schon bereits geteilt ist. Und im Hintergrund versucht er jetzt auch schon Daten hin und her zu synchronisieren. Dazu könnte ich jetzt mal hier einfach in diesen Ordner gehen, den hat er mir ja selber angelegt, diesen Ordner Sync, und kann jetzt hier neu erstellen, leere Datei, test.txt oder ich sage mal test1.txt und gebe da noch eine 1 ein, sage hier speichern und kann dann mal schauen, ob das auf meinem anderen Computer bereits angekommen ist. Schauen wir hier mal auf dem TuxWiz Computer. Der sagt jetzt hier auch aktuell und da gehen wir jetzt mal hier rein in das Verzeichnis Sync und da sehen wir schon diese Datei test1.txt. Jetzt versuchen wir das Ganze auch mal von der anderen Seite, also ich sage jetzt hier auch wieder Dokument erstellen, leere Datei und sage jetzt mal test2.txt. Gehe jetzt wieder rein, gebe hier auch eine 2 ein, speichern. Und warte jetzt einen Moment. Also es dauert immer ein paar Sekunden, bis er dann die Synchronisation auch wirklich durchführt, aber das sollte wirklich sehr, sehr schnell gehen. Also ihr habt wirklich immer sehr zeitnah auch eure Dateien. Und ihr seht jetzt hier ist auch schon die Test2-Text tatsächlich angekommen. Ihr habt also jetzt hier mit SyncThing eine einfache Lösung, mit der ihr schnell Dateien mit euch und euren Geräten, aber auch mit Freunden und der Familie austauschen könnt. Ihr könnt dann zum Beispiel auch einen neuen Ordner hinzufügen und dann einzelne Ordner zum Beispiel nur mit der Familie teilen. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt ein Gerät habt mit der Familie, was ihr mit der Familie geteilt haben möchtet, dann sagt ihr jetzt hier einfach den Default-Ordner nicht, aber ihr sagt jetzt hier einen Ordner Family oder ihr sagt jetzt hier Freunde und dann teilt ihr halt den Freunde-Ordner. Und so könnt ihr auf ganz einfache Weise permanent Daten mit euren Freunden austauschen oder mit der Familie oder auch eure eigenen Geräte wirklich aktuell halten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren dieser Lösung. Ich finde sie wirklich ganz toll. Es macht viel Spaß, sie zu nutzen. Wenn ihr es über das Internet machen wollt, nutzt OpenVPN oder eine andere VPN-Lösung wie WireGuard, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Falls ihr Schwierigkeiten bei der Einrichtung habt, dann meldet euch auch gerne bei mir in den Kommentaren oder in unserer Telegram-Community, denn dort helfen wir euch sicher weiter. Bis bald und tschüss!